Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ein bisschen aus der Reihe. Heute habe ich mir gedacht, machen wir nochmal mal ganz kurz ein extra Video. Ansonsten kommt natürlich morgen das nächste Video, so wie gewohnt, alle 2 Tage. Kommt ja von mir ein Video, das ist ja so der Rhythmus momentan, ja. Und es sei denn, es kommen irgendwelche Updates, irgendwas Neues kommt ins Spiel, dann natürlich klar kommen ein paar mehr Videos. Aber ansonsten kommt natürlich so wie immer alle 2 Tage ein Shakes and Fidget Video. Da aber jetzt was herauskam, sag ich mal, was bisher noch niemand so richtig wusste, habe ich mir gedacht, da muss man mal so ein bisschen aufmerksam machen auf das Thema, weil das doch ziemlich, sag ich mal, wichtig ist. Und zwar geht es, und das betrifft vor allen Dingen die ganzen älteren Gilden mit sehr vielen inaktiven Spielern. Und zwar geht es heute hier um diese Leute hier, die sehr lange inaktiv sind, und die Ritterhallenpunkte. Denn ich habe nämlich heute mal einen Blick ins Forum geworfen und da findet man immer ab und zu mal sehr interessante Sachen. Und zwar wurde kürzlich ein Beitrag erstellt, in dem vorkam, ich lese mal ganz kurz vor, soweit ich weiß, tragen Inaktive, die 21 Tage inaktiv sind, doch weiterhin passiv zur Gilde bei, also mit ihren Ritterhallenpunkten, persönlichen Skills etc. Und in der internationalen Ehrenhalle kämpfen sie auch noch mit. Sie machen nur natürlich keine Gildenangriffe mehr und kämpfen nicht mehr gegen das Gildenpad. So, das sind die Sachen, die wir bisher wussten. Jetzt bekam ich aber kürzlich mit, dass K.O., das ist der internationale Community Manager, auf die Frage, ob Inaktive weiterhin ihre Ritterhalle zur Gilde beitragen, in einem Ticket geantwortet, dass die Punkte Inaktiver geschmälert oder gar auf 0 gesetzt werden. Das ist ziemlich interessant, denn viele, die ältere Gilden haben, es ist schwer, sag ich mal, neue, hohe Spieler zu finden auf älteren Servern. Deswegen werden die Leute, die so lange inaktiv sind, drinne gelassen. Erstens aus dem Grund, weil sie halt ein hohes Level haben. Und halt zweitens, weil man bisher gedacht hat, dass die immer noch zu den aktuellen Bonis beitragen. Also sowas wie ihre Ritterhalle und sowas alles, was die halt so ausgebaut haben, ne? Dass das immer noch dazu beiträgt, und deswegen möchte man die ja ungern kicken, weil die ja auch eine 20er Ritterhalle haben, was ja für einen selbst besser ist, damit die Edelsteine besser werden, etc. pp. So. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Also sollten die Ritterhallenpunkte nicht mehr oder nur teilweise zählen, dann ist das eine sehr neue Änderung. Vor etwa einem Monat habe ich einen Spieler gekickt, der etwa 2 Monate offline war, 18 Ritterhallenpunkte brachte. Mit der Entfernung wurden die vollen 18 abgezogen, also müssen sie auch vorher voll gezählt haben. So, diese Information wäre vor allem für ältere Gilden wichtig, da es hier oftmals so gehandhabt wird, dass alte inaktive Accounts mit hoher Ritterhalle einfach in der Gilde gelassen werden, so wie ich das gerade erzählt hatte. Falls da im Hintergrund tatsächlich die Ritterhalle von denen teilweise abgezogen wird, würde das einiges grundsätzlich ändern. So, der nächste schreibt, denn reduziert wird sie definitiv nicht. Aber ich konnte mir durchaus vorstellen, dass beispielsweise 998 weiterhin angezeigt wird, der Server aber trotzdem so und so viel rechnet, für Gilden mit einigen Inaktiven fatal wäre. Das müsste man aber eigentlich auch merken, wenn man eine Gilde mit vielen Inaktiven hat. So, dann schreibt hier jetzt, und das ist halt das Wichtige, der Community Manager. Im Prinzip das Wichtigste geht halt hier los. Gewollt ist, dass alle Gildenbeiträge auf 0 fallen. Also Gold, XP, gegebenenfalls Stufe fürs Pet und auch Ritterhallenpunkte. Wenn, wie ihr sagt, die Ritterhallenpunkte bei Sperre oder Inaktivität bleiben, hätten wir hier einen Fehler. So, das heißt, es könnte sein, dass es ein Visual Bug ist, dass, wenn hier alle Leute in der Gilde bleiben, dass dann die Ritterhallenpunkte trotzdem angezeigt werden, aber sie nicht zählen, weil es wurde ja vorher geschrieben, und es ist ja halt auch so, wenn neue reinkommen, dann gehen die Ritterhallenpunkte direkt nach oben so. Klar, weil neue sind ja auch noch aktiv, aber bei den alten gehen sie ja jetzt auch nicht weg, wenn sie minus 21 Tage haben, so, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, das heißt, alle, die so sehr lange inaktiv sind, da fallen alle Bonis, oder es soll so sein, dass alle Bonis wegfallen von den Leuten, die lange inaktiv sind in einer Gilde. Das ist für alle älteren Servern und alle älteren Gilden eine Information, die eigentlich alles umkrempelt so.
Es würde sich halt null lohnen, so eine Leute hier, die plus 500 sind, noch in der Gilde zu lassen. Und ein plus 500 da aus einer Gilde zu kicken, das tut eigentlich schon weh, hat man bisher gedacht. Aber jetzt scheint es wohl neue Informationen zu geben. So, könnte es sich hierbei nur um Anzeigefehler handeln, sodass es serverseitig korrekt berechnet wird. Ja, so wie ich ungefähr so einen Anzeigefehler, so müssen die Kollegen rausfinden. So. Und das ist jetzt halt der letzte Stand der Dinge, soweit ich mitgekriegt habe. Aber das Wichtigste ist halt, dass hier gesagt worden ist, dass wenn es so ist, wie wir es bisher denken, wie es ist es ein Fehler. So, und das ist halt was ja das ganze Thema mit der Gilde und der Inaktivität komplett umkrempelt. So, jetzt meine Frage an euch, was haltet ihr von der ganzen Sache? Was glaubt ihr, wie wird das Ganze gemanagt? Wird es dazu noch irgendwas Neues geben? Ich wollte euch darüber auf jeden Fall nur mal informieren, dass es ja jetzt so eine Diskussion im Forum gab und dass das so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, weil das ist eine sehr, sehr wichtige Information. Und falls da was geändert wird, oder falls es jetzt schon so zählt, dass die Inaktiven nicht mit in die Gilde reingezählt werden, ja, aber es nicht angezeigt wird, dann müsste da von dem Community Manager nochmal irgendwie eine Information kommen oder es müsste was überarbeitet werden. So, aber das ist eine Sache, die bisher eigentlich keiner wusste. So. Und deswegen wollte ich euch auf jeden Fall darüber mal informieren und ja, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten war es das für heute. Wie gesagt, morgen kommt regulär das nächste Video und wir hören uns auf jeden Fall die Tage wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.